Egal ob Anfänger oder Profi, unser Ziel ist es immer, sich zu verbessern. Und genau deswegen möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, was die wichtigsten Punkte sind, damit du schneller läufst. Im Triathlon ist die letzte Disziplin das Laufen und sie ist auch eine der entscheidendsten. Deswegen will ich euch heute in diesem Video zeigen, wie du schneller läufst und auch besser nach einem Radfahren oder generell nach zwei Disziplinen, die sehr belastend sind. Beim Laufen geht es vor allem darum, dass ich eine große Range habe zwischen dem Lockeren und dem Schnellen. Die meisten laufen meistens ihre lockeren Einheiten viel zu schnell und die schnellen dann viel zu langsam. Deswegen ist es wichtig, dass du eine große Range hast, damit du deine Grundlagenläufe dementsprechend sehr, sehr locker laufst und die schnellen richtig hart. Gerade zu Beginn ist es für euch sehr cool, ihr braucht es einfach nur mit der Trainingshäufigkeit beginnen oder mit dem Volumen, dass ihr das schön steigert. Wenn ihr zum Beispiel zweimal die Woche lauft, dann steigert es einfach auf dreimal. Wenn ihr mit dem Kilometer arbeitet, in der Woche 20 Kilometer läuft, dann steigert es auf 30 und so weiter. Schön, sukzessive und ruhig das Ganze steigern, weil es ist ja immer wichtig, dass ich mich nicht überfordere, aber ich soll mich fördern. Das ist einmal mein erster Tipp für euch, damit ihr schneller läuft. Die Geschwindigkeit ist auch sehr, sehr wichtig. Da könnt ihr natürlich variieren, von langsam bis zu schnell. Ich würde euch empfehlen, zum Beispiel, lauft einfach einmal locker los und dann könnt ihr auch hin und wieder so Sprints einbauen, bergauf, bergab. Das ist vor allem super für die Koordination, aber auch für die Schnelligkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig, der Punkt Speed. Jetzt haben wir über das Volumen, über den Speed und jetzt wird es konkreter. Wir sprechen jetzt über die exakten Trainingseinheiten, die euch schneller machen. Als erster würde ich euch empfehlen, zumindest einmal die Woche ein Intervalltraining einzubauen. Da könnt ihr zum Beispiel 10 Minuten, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden wechseln in einen richtigen Fahrtspiel. Ich würde euch empfehlen, am Anfang gar nicht so auf die Geschwindigkeit zu konzentrieren, sondern vielmehr vielleicht mit einem subjektiven Wohlbefinden. Ideal ist zum Beispiel eine Skala von 1 bis 10. 1 ist das lockerste, 10 ist das härteste. Somit lauft ihr mal 30 Sekunden etwas schneller mit Skala 7 bis 8 und die nächsten 30 Sekunden eben mit Skala 2 bis 3. So könnt ihr ideal das einordnen und braucht euch nicht so konzentrieren und ständig auf die Uhr schauen. Das Ganze 10 Minuten und das würde ich zweimal machen. Das heißt, dazwischen würde ich auf jeden Fall 5 Minuten traben oder ganz locker gehen, damit ihr wirklich da auch eine Variation habt. Natürlich das Aufwärmen von 15 Minuten und der Cooldown von 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten dürfen natürlich nicht vergessen werden. Als zweite Einheit das Tempotraining. Hier werden wir etwas länger. Zum Beispiel 3x5 Minuten oder 2x10 Minuten. Hier kannst du dich auch wieder mit der Skala orientieren, indem du sagst, 1 ist das lockerste, 10 ist das härteste. Ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, die 10 Minuten mit einer Skala von 4 bis 5 das Ganze anzugehen. Es soll sehr, sehr kontrolliert sein und nicht den ersten paar Minuten oder den ersten 10 Minuten voll anzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazwischen auch wieder mindestens 5 Minuten Pause, damit ihr wirklich auch eine schöne Variation habt. Wieder 15 Minuten aufwärmen und 15 Minuten Cooldown. So, was bedeutet das konkret für dich? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du ein Beginner bist und zweimal die Woche laufst, dann würde ich einmal etwas locker laufen und das zweite dann eben wie beschrieben so ein Intervalltraining bzw. ein Tempotraining. Wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, 3 oder sogar 4-mal die Woche läufst, dann kannst du natürlich da auch variieren, indem du zum Beispiel am Dienstag ein intensiveres Intervalltraining machst und dann dementsprechend Pause dazwischen dann als dritte Einheit das Tempotraining. Die anderen 2 Einheiten würde ich auf jeden Fall locker laufen. Ganz, ganz wichtig ist, hör auf deinen Körper, schau, wie es dir geht, überlaste dich nicht und überfordere dich nicht.
So, ich bin fertig mit meinem Intervalltraining. Jetzt geht's ins Cooldown. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und wir sehen uns das nächste Mal.